So we're going to go downhill now All right. a bit. So, ich sitze gerade in der Pension hier. Habe mir mal für heute ein Zimmerchen gegönnt, weil ich einfach mal meine Beine ein bisschen ausspannen wollte. Tja, meine Füße tun richtig weh. Es sind ultra fette Blasen, also echt richtig heftig. Ich hoffe, das wird sich irgendwie die Tage mal legen. Tja, ansonsten muss ich damit halt durchziehen. Aber das Wandern tut schon echt weh. Aber gut, ich meine, wenn man halt konstant mit nassen Füßen unterwegs ist, dann bleibt das halt nicht aus. Und das ist halt irgendwie hier immer so gewesen, sobald die mal gerade trocken waren, ist man wieder durch irgendwelches Gebüsch gestiefelt und dann wurde es wieder nass. Allerdings geht es ab morgen in die Berge rein und dann wird es wahrscheinlich weniger Bushwhacking geben und ich hoffe einfach, dass die Füße sich dann etwas erholen können. Mal sehen. Ja, ansonsten war die Etappe heute eigentlich ziemlich langweilig. Also es war die meiste Zeit, sind wir über so eine Waldstraße gelaufen. Ich habe dann die Briten aus dem Camp Ochagavir wieder getroffen und dann sind wir in einem großes Stück zusammengelaufen. Das war ganz cool. Die sind noch ein bisschen weiter gelaufen. Ich denke mal, die werde ich die Tage mal einholen. Und ja, ansonsten liege ich jetzt hier so rum und genieße einfach auch mal das Nichtstun. Tag 7 bricht an. Ja, ich habe ja letzte Nacht in einer Pension übernachtet, weil ich hoffte, dass meine Blasen dadurch besser würden, wenn ich mal einen halben Tag nicht wandere. Also ich war schon um 15 Uhr da. Es hat leider überhaupt nichts gebracht. Also, das sind Schmerzen, ey, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe wirklich an beiden Füßen vorne und hinten mehrere Blasen. Also richtig übel. Ich denke, da hilft nur durchziehen oder aufhören und warten, bis es vollständig ausgeheilt ist. Und letzteres ist auf jeden Fall derzeit keine Option. Ja, deswegen muss ich jetzt einfach durchziehen und hoffen, dass dieser Punkt, wo es dann einfach nur noch taub und hart ist, die Haut sich dann bald mal einstellt. Zu einem Überfluss ist mein rechtes Ohr jetzt auch noch taub. Also ich kann kaum was hören. Da ist gestern wahrscheinlich beim Duschen Wasser reingelaufen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also HNO-Ärzte gibt es hier leider nirgends, habe ich schon geguckt. Aber wir sind hier auch wirklich total im Nirgendwo. Ich habe gestern eine Wanderin getroffen, die hat 3 Tage gebraucht für die Anreise in eins dieser Bergdörfer. Die hat halt hier erst angefangen. Ja, wir sind hier schon ziemlich isoliert. Also muss ich jetzt ohne Gehör und mit schmerzenden Füßen weiterlaufen. Wirklich zum Kotzen. Also ich kann schon ein bisschen was hören, aber es ist schon sehr eingeschränkt. Ja, nervig. Aber dafür geht es heute endlich in die Berge rein. Immerhin etwas. That's what I'm talking about. Mal kurz Päuschen. Ich bin jetzt kurz vor Surisa, was das Ende der nächsten Etappe ist. Die ist allerdings nur 11, irgendwas Kilometer lang, diese Etappe. Und gleich geht's in die erste Etappe der High Pyrenees Section, wenn man so will. Und da gucke ich gerade drauf.
So Leute, jetzt geht's los. Jetzt bin ich endlich da, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Richtig nice. Endlich die Berge. Sieht echt aus wie auf dem PCT hier. Was auch daran liegt, dass die hier die kalifornische Kiefer, Pinie, ich weiß es nicht genau, also diese Bäume dort aus Kalifornien hier introduced haben sozusagen. Das hat mir eine spanische Hikerin gesagt. Glaube ich jetzt einfach mal, dass das stimmt. Ja, und auch so, also von den Bergen, das erinnert mich schon sehr an die High Sierras oder auch Northern California Section. Mal gespannt, wie es wird. So, es ist erst 12 Uhr. Ich habe also noch massig Zeit heute. Füße schmerzen. Aber geht irgendwie besser, als ich dachte. Aber ich will mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Ne? So, los geht's. Ja, ich gerade den ersten Anstieg, also so richtig großen Anstieg, geschafft. Das ist hier jetzt auf Höhe 1960 oder sowas. Steht das da? Nee, aber irgendwie sowas. Es war mega anstrengend, weil ich leider vergessen hatte, Wasser aufzufüllen und schon mein letztes Wasser vor einer Stunde getrunken habe oder so. Richtig dumm. Deswegen steige ich jetzt auch direkt wieder ab. Man könnte noch, ich glaube, den Berg da besteigen oder den, ich weiß es nicht. Für eine tolle Aussicht, aber nee. Und es ist überraschend schwer, also technisch. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass der Weg technisch so anspruchsvoll wird. Und der wird noch deutlich anspruchsvoller, wenn man dem Guidebook glauben darf. Boah, aber macht auf jeden Fall richtig Spaß, jetzt hier in dem Terrain unterwegs zu sein. Ist schon einfach sehr, sehr schön. Und dann, wenn man so über den Pass rüber guckt und dann in das neue Tal sieht, ach, das ist immer ein toller Moment. Hoffentlich gibt es da bald Wasser. So, ich habe gerade aus der Ferne etwas erspäht, ihr hört es wahrscheinlich schon, fließendes Wasser, yes. Hier sind auch wieder ganz viele Kaulquappen. Jetzt wird erstmal was getrunken.
So. Die erste große Runde. Ja, es ist jetzt sogar mal windig. Mal das Zelt testen. Oh. Ja, hoffen wir mal, dass es stehen bleibt, ne? Es regnet nämlich auch, wie man hört. Gar kein Bock eigentlich, aber gut. Ja, die erste Runde durch die Berge war schon sehr, sehr geil. Sehr spektakuläre Landschaft. Also echt schön. Mal gespannt, was jetzt alles noch kommt. Ich habe eben einen anderen Hiker getroffen, der in die andere Richtung unterwegs ist. Junge. Und der sagte, er wäre jetzt bei Tag 20. Also der war richtig schnell unterwegs. Ja. Es ist ungemütlich hier.